Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute gibt es herrlich grünen Spargel in einer erfrischenden Koriander-Limettensoße. Und wie das geht und was wir dafür benötigen, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir alle kennen ja die typisch klassischen Spargelrezepte. Aber hier im Hintergrund werdet ihr gleich sehen, hier tummeln sich so einige Zutaten, die nicht zu den klassischen Spargelrezepten gehören. Für unser heutiges Rezept benötigen wir ungefähr 450 Gramm grünen Spargel. Dann benötigen wir eine Limette, eine Zwiebel, und zwar in dem Fall eine rote Zwiebel oder eine Schalotte. Dann benötigen wir ungefähr eine Handvoll frischen Koriander, 4 Esslöffel oder ungefähr 100 Gramm Ghee und an Gewürzen bleibt es heute sehr übersichtlich, so ungefähr ein Teelöffel Steinsalz und ein Teelöffel voll schwarzen Pfeffer. Grüner Spargel wirkt in der ayurvedischen Küche leicht entwässernd. Das heißt, gerade im Frühling, wo wir uns ja manchmal etwas schwer oder auch antriebslos fühlen, bringt uns dieses Nahrungsmittel entsprechende Leichtigkeit zurück. Und jetzt werde ich mich natürlich erstmal gebührend um unseren Spargel kümmern. Als allererstes werde ich jetzt ungefähr 2 bis 3 cm von dem hölzernen Ende des Spargels abschneiden. Was die Schale des grünen Spargels betrifft, da verhält es sich völlig anders als beim weißen Spargel. Der grüne Spargel ist, wie ihr seht, viel dünner. Das heißt, die Schale ist entsprechend auch zarter. Wenn ihr den grünen Spargel schält, dann verliert er sogar tatsächlich an Geschmack. Deswegen merken, beim grünen Spargel bleibt die Schale immer dran und der Arbeitsaufwand ist ja dann auch überschaubar. Dann widmen wir uns der Zwiebel. In der ayurvedischen Küche werden Zwiebeln gerne auch in Rezepten wiedergefunden. Allerdings, und das ist ein ganz großer Unterschied zur herkömmlichen Küche, werden Zwiebeln nie roh verzehrt. Das verträgt unsere Verdauung nicht und deswegen bitte, wenn ihr Zwiebeln zu euch nehmt, immer vorher etwas andünsten. Aber jetzt schneiden wir die Zwiebel erstmal. Als nächstes schnappen wir uns eine große Pfanne und darin erhitzen wir unser Ghee. Naja, so schnell kommt jetzt das Ghee natürlich nicht in die Pfanne. Ghee gilt in der ayurvedischen Küche als nährend und verdauungsfördernd. Und ein weiterer Pluspunkt ist, es macht grundsätzlich unsere Speisen auch nochmal bekömmlicher. Also bitte darauf achten, viel mit Ghee zu kochen. Das wird eure Verdauung euch auf jeden Fall danken. Jetzt kommt das Ghee zum Einsatz und das ist auch das Herrliche am Ghee. Es entfaltet relativ schnell sein nussiges Aroma. So, sobald das Ghee geschmolzen ist, können wir auch schon die Zwiebeln reingeben. Gehen wir mit der Hitze auch ein bisschen runter. Und dann können wir auch schon direkt unseren grünen Spargel mit reingeben. Der Spargel dauert in der Pfanne ungefähr so 6 bis 8 Minuten, bis er genau die Konsistenz hat, die wir uns hierfür wünschen. Sobald ihr den Spargel in die Pfanne gegeben habt, könnt ihr so für ungefähr 3 bis 4 Minuten auch einen Deckel drauf geben, damit der Spargel auch schön gegart wird. Und damit wir hier in der Zwischenzeit nicht untätig rumstehen, können wir uns auch schon mal um unsere Limette kümmern. In der ayurvedischen Küche wird tatsächlich mehr mit Limette gearbeitet, weil sie frischer ist, etwas leichter ist als die herkömmliche Zitrone und vor allem, und das ist das Wichtigste, verdauungsfördernder. Und nicht zu vergessen, gerade wenn ihr mit etwas schwereren Speisen kocht, könnt ihr tatsächlich zum Ausgleich immer ein paar Tropfen Limetten in euer Gericht hinzufügen und dann hat die Speise auch schon wieder etwas Leichteres. Jetzt schauen wir mal nach unserem Spargel. Ungefähr 6 bis 8 Minuten dauert es, bis der Spargel weich ist, aber dennoch bissfest genug, um nicht völlig breiig zu sein. Und jetzt schauen wir mal nach, denn natürlich verhält es sich bei jedem Spargel noch mal etwas anderes. Manchmal dauert es auch noch 2 Minuten länger, aber ich sehe hier gerade, wenn ich reinsteche, wunderbar. Jetzt geben wir noch mal die Gewürze hinzu und dann können wir auch schon anrichten. Einmal noch kurz miteinander vermengen. Oh, es duftet köstlich.
Jetzt richte ich an. Sieht das köstlich aus. Und dieses wunderbare Grün. Hierüber geben wir jetzt noch etwas Limettensaft. So. Und etwas frischen Koriander. Und jetzt geht's ans Probieren. So leicht kann Ayurveda sein. Wie ihr gesehen habt, es bedarf wirklich nur ein paar Zutaten und schon habt ihr ein köstliches Gericht. Und was ich ja an diesem Rezept so liebe, ist einfach das Erfrischende bei diesem Spargelrezept. Wir kennen so viele Spargelrezepte, die genauso wundervoll schmecken, aber auch oft beschweren. Und dieses Rezept ist einfach erfrischend und es ist leicht. Und die Süße der Zwiebeln und die Fruchtigkeit der Limette, die Säure, es ist alles in allem einfach eine herrliche Kombination. Ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich. Probiert es aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Mangal.